Bike. Das ist geil. Oh, hey. Langsam, Musik für Kinder. Es wird gekauft. Perfekt. Das wird hoffentlich eine schöne und gelungene Überraschung werden. Die werden sich bestimmt freuen, die drei. Gut, wir haben es gerade mal, wie spät haben wir das? 10:19 Uhr, ist perfektes Wetter draußen. Wir haben es nach Ostern. Es wird mal Zeit, die Reifen zu wechseln am Auto. Es sind halt ideale Bedingungen gerade. 26 Grad in der Sonne, Tendenz steigend. Also werden wir jetzt mal raus. Gut, glücklicherweise ist mein Keller relativ aufgeräumt, das heißt, ich habe nur ein paar Sachen wegzuräumen, das Fahrrad, die Matratze, aber die Räder sind dann hier vorne, also nicht ganz so viel Arbeit glücklicherweise. Es gibt ja schlimmere Keller. Die Räder sind ja immer relativ schwer. Ich habe einen kleinen Weg zu überbrücken zum Parkplatz, dafür nehme ich immer einen Umzugswagen. Dann muss ich das ja nicht unnötig schwer machen. Immer geschafft. Vielleicht hätte ich nicht ganz so gute Sachen anziehen sollen, aber jetzt auch egal. Gut, auf geht's. Das ist immer nicht ganz so einfach. Jede Schwelle ist hier ein Problem. Aber bis jetzt sind sie mir noch nie runtergekippt. Verdammt, ich habe vergessen, dass meine Frau mit dem Auto zur Arbeit ist. Heute ist Montag. Na gut, dann Kommando zurück und wieder rein. Hoffentlich hat das kein Nachbar gesehen. Eieiei, war das eine schlaue Nummer. Na gut, bisschen Zeitverschwendung, ne? Naja, morgen kann ich drüber lachen, ne? Gut, wie retten wir dann den Tag? Was machen wir denn Schönes? Ich glaube, ich habe eine Idee. Die wenigsten wissen, dass ich Bowling gespielt habe in meiner Jugend und wo ich hier gerade meine Bowlingsteine sehe, oder meine Bowlingtasche besser gesagt. Und meine alte Matratze. Hätte ich da doch eine nette Idee? Ja, das könnte klappen. Das wäre cool. Ja, ist ein bisschen schmutzig. Ich muss kurz einen Staubsauger holen. Meine Bowlingbälle sind zwar alt, aber sie sollen ja nicht kaputt gehen. Das ist er, der Stolz eines jeden Bowlers. Ich habe mir in meiner Jugend damals
2 Bälle gekauft. Das ist einmal ein Strikeball, einmal ein Räumball. Strikeball, weil der läuft halt schön in der Kurve. Der ist halt optimal dafür, um Strikes zu werfen. Der hier ist ein Räumball, der ist halt da, um mit dem zweiten Wurf die restlichen Pins wegzuräumen. Ja, und dann haben wir noch die Schuhe. Ja, die sehen auch noch ganz gut aus dafür, dass sie schon 15 Jahre alt sind. Wichtig ist halt hier einfach nur die Kunstledersohle in weiß, weil man läuft da ja auf Parkett und man soll das ja nicht zerkratzen. Das wäre ein bisschen schade. So, das Bowling nehmen wir heute aber nur den Räumball. Der ist nicht ganz so teuer wie der Strikeball. Wenn der kaputt gehen würde, was nicht schön wäre, wäre das nicht ganz so schlimm. Ich würde es überleben, wäre ärgerlich, aber was soll's. Aber wir müssen jetzt erstmal die Bahn aufbauen. Ich habe schon richtig Bock. Voll geil. Super Idee. Das Ganze ist einfacher als erwartet, also machen wir jetzt mal ein paar Splits. Yes! Wow! So, soll reichen für heute. Wie man sieht, der Ball hat auch einiges abgekriegt. An die Stellen, wo er aufgekommen ist, aber das lässt sich problemlos abschleifen. Eine Luftnummer und 2 gelungene Aktivitäten. So kann das natürlich weitergehen. Zum Glück wird das Wetter jetzt noch immer besser und man kann auch viel draußen unternehmen. Also zusammen, bis zum nächsten Mal. Ciao!